Heute erzählen wir euch die Geschichte des Wasserschlosses Glatt in Baden-Württemberg. Hinter mir seht ihr das Renaissance-Schloss, welches im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Doch ursprünglich stand hier eine mittelalterliche Burg. Das führt uns an das Ende des 13. Jahrhunderts zurück. Damals war Heinrich von Neueneck Vogt in Sulz, welches 2 Jahre zuvor zur Stadt erhoben worden war. Sein Sohn Ulrich von Neueneck, welcher 1296 erwähnt wird, soll einen regelmäßigen Sitz in Glatt gehabt haben. 1496 kauft Hans von Neueneck seinem Verwandten Anton seinen Teil an der Wasserburg ab und wird so ihr alleiniger Besitzer. An einem Ort ist das Mauerwerk der mittelalterlichen Burg noch sichtbar. Und zwar im Inneren des Burghofes, an dem aus Buckelquadern errichteten gotischen Tor. Der heutige Torturm ist 1513 vor diesen Durchgang gesetzt worden. Vermutlich bestand die alte Burg aus einem Wohnturm, einem Wohntrakt sowie mehreren kleineren Gebäuden. Geschützt wurde die Anlage ursprünglich von einer Palisade aus Holz. Ab den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts ließ Reinhard von Neueneck das spätmittelalterliche Wasserschloss zu einem Renaissance-Schloss umbauen. Damit ist das Schloss Glatt eines der ältesten seiner Art in Deutschland. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ließ Hans Caspar von Neueneck nochmals einige bauliche Veränderungen vornehmen. Das Schloss blieb noch viele Jahre im Besitz der Familie. Doch dann starb mit Agnes Apollonia Elisabeth 1677 die letzte Angehörige derer von Neueneck. Sie vererbte das Schloss dem Trierer Domkapitel. 1679 wurde es dann an Freiherr Johann Franz Dietrich von Landsee verkauft. Die Familie ließ das Schloss im Jahr 1688 um ein weiteres Wohngeschoss erhöhen. Zwölf Jahre später wird die Kapelle erweitert. 1706 kam es in den Besitz des Klosters Muri, welches das Schloss um 1803 an die Fürstenfamilie von Hohenzollern-Sigmaringen weiter veräußerte. Bis 1856 war es in der Folge Sitz eines hohenzollerischen Oberamtes. 1971 kam das Schloss schließlich in den Besitz der Gemeinde Glatt. Heute ist es Eigentum der Stadt Sulz am Neckar. Das imposante dreiflügelige Schloss mit seinen 4 Ecktürmen ist heute umringt von einem wiederhergestellten Wassergraben. Vor dem Schlosseingang auf der Nordseite befindet sich ein Hof, welcher von verschiedenen Wirtschaftsgebäuden umschlossen wird. Der aus dem Jahr 1768 stammende Fachwerkbau mit Tordurchfahrt orientiert sich übrigens an der Außenmauer der alten Vorburg. In einem der ehemaligen Wirtschaftsgebäude befindet sich heute ein Café. Wollt ihr euch etwas Gutes tun?
dann ist hier ein Stück Kuchen. Seit Ende 2001 ist das Schloss ein Museum. Neben der Geschichte von Dorf und Herrschaft Glatt bekommt man einen Einblick, wie der Adel am oberen Neckar lebte. Einige archäologische Artefakte, welche auf dem Schlossareal gefunden wurden, sind auch zu sehen. Darüber hinaus gibt es auch eine Kunstausstellung. In einem der Gebäude der Vorburg befindet sich zudem ein Bauernmuseum. Die gesamte Schlossanlage wurde übrigens von 1973 bis 1989 von Grund auf saniert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und nun sind wir auch wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Kommentare unten in die Box und bis zum nächsten Video.